Jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache. Amazon Prime Video wird jetzt durch die Verbraucherzentralen verklagt. Grund hierfür die Einführung von Werbung in Spielfilme und Serien. Was die Hintergründe sind und wie das Ganze abläuft und wie du sogar mitmachen kannst, erkläre ich dir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir auf alle Fälle ganz viel Spaß beim Anschauen. Seit Februar diesen Jahres müssen Kunden von Amazon Prime Video es erdulden, dass Werbung in und vor den Filmen bzw. Serien abgespielt wird. Wenn diese natürlich nicht noch extra 2,99 € bezahlen, um dies zu vermeiden. Und das soll jetzt ein Ende haben, wenn es nach den Verbraucherzentralen geht. Ich hatte euch ja schon vor Monaten ein Video hierzu produziert und eure Reaktion war natürlich heftig. Wenn man sich die Kommentare mal unter dem Video durchliest, so haben viele natürlich die Reißleine gezogen und absolut nachvollziehbar gekündigt. Denn warum soll man in einem Abo, für das man monatlich bezahlt, sich noch Werbung anschauen, die man gar nicht haben möchte? Das fanden natürlich auch die Verbraucherzentralen des Landes etwas irreführend, denn bei damaligem Abschluss des Abonnements war davon überhaupt nichts zu lesen bzw. dort erwähnt worden. Den Verbraucherschützern zufolge handelt es sich dabei um eine wesentliche Vertragsänderung. Solche Änderungen innerhalb eines laufenden Vertrages sind aber nur mit Zustimmung des Verbrauchers möglich, erklären die Rechtsexperten der Verbraucherzentralen. Amazon habe hingegen es vorgezogen, die Änderung einseitig und eigenmächtig vorzunehmen. Für den Bundesverband VZBV ist demnach zudem die Möglichkeit, mehr für werbefreie Inhalte zu zahlen, eine versteckte Preiserhöhung. Und deshalb hatte der Verband das Unternehmen bereits abgemahnt und danach Klage auf Unterlassung eingereicht, nachdem Amazon nicht eingelenkt hatte. Netflix hatte damals eine andere Strategie und hat das werbebezogene Abonnement günstiger angeboten als das Abo ohne Werbung. Aber der Unterschied war natürlich ein gewaltiger, denn es ist im Vorhinein passiert und nicht während des laufenden Abos. Laut den aktuellen Zahlen von Netflix gibt es hier deutliche Zuwächse bei den Abos, in denen Werbung integriert ist, was ich persönlich nicht verstehen kann, aber es ist halt so. Und jetzt mal an euch die Frage, wie geht es euch im Moment mit dem Betrachten der unfreiwilligen Werbung? Sagt ihr, es ist okay für den Preis oder seid ihr damit überhaupt nicht einverstanden? Schreibt es doch bitte mal hier direkt in meine Videokommentare rein und lasst uns drüber reden. Und wenn ihr wissen wollt, wie es dann weitergeht und weitere Informationen nicht verpassen wollt, dann sehr gern meinen Kanal abonnieren und dieses Video liken. Vielen Dank. Die Mühlen der deutschen Bürokratie mahlen langsam. Bedenkt man, dass es jetzt fast 4 Monate gedauert hat, bis dieser eindeutig richtige Schritt unternommen wurde. Das Besondere an dieser Klage ist natürlich, dass du jetzt effektiv mitwirken kannst und daran teilnehmen. Denn das ist eine Sammelklage, was bedeutet, dass der Verbraucher hier auch aktiv wird. Das Bundesamt für Justiz schaltete diese Sammelklage kürzlich frei. Unter dem Wortlaut Abhilfeklage gegen Amazon Digital Germany GmbH wird folgender Sachverhalt angegeben. Und ich habe euch hier mal ein Kapitel markiert, denn wem das jetzt zu theoretisch werden sollte, der kann diesen Part einfach überspringen, aber ich möchte das natürlich ausführlich darstellen. Die Beklagte bietet in Deutschland als Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Online-Versandhandels Amazon.com Incorporated den Videostreaming-Dienst Prime Video als Bestandteil des Abonnements Prime Video an, für dessen Mitgliedschaft die Beklagte ein Entgelt in Höhe von 8,99 € monatlich oder 89,90 € jährlich vereinnahmt. Filme und Serien auf Amazon Prime Video wurden nach Darstellung des Klägers zunächst ohne Einspielung von Werbung oder sonstiger Schaltung von Werbeanzeigen, jedenfalls für Drittprodukte, angeboten. Nur gelegentlich und ausschließlich vor dem Beginn von Filmen und Serien habe die Beklagte vereinzelt überspringbare Werbeclips in Gestalt von Vorschauen zu Filmen, Serien oder Reportagen geschaltet, um die Zuschauer zum Ansehen dieser Inhalte zu animieren. Zum 5. Februar 2024 habe die Beklagte einseitig und ohne die Zustimmung ihrer Kunden einzuholen zusätzliche Werbung im Umfang von 2 bis 3,5 Minuten je 60 Minuten Wiedergabe in ihrem Streamingdienst eingeführt. Diese Werbeclips wurden sowohl zu Beginn als auch während eines Films oder einer Serie eingespielt und konnten nicht übersprungen oder weggeklickt, sondern lediglich pausiert werden. Hierdurch werde der Genuss der Werke massiv beeinträchtigt und würden für Kinder bestimmte Serien und Filme mit nicht altersgerechten Inhalten erhöhter Lautstärke
unterbrochen. Die Beklagte habe ihren Kunden angeboten, den Streamingdienst gegen ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 2,99 € monatlich in der bisherigen Weise weiter nutzen zu können. Kunden, die dieses Angebot nicht akzeptiert hätten, hätten nicht nur die neue Werbung, sondern auch die Verschlechterung der Ton- und Bildqualität sowie den Verlust der Funktion Watch Party in Kauf nehmen müssen. Dieses erlaubt, dass Filme und Serien gleichzeitig von mehreren Kunden der Beklagten durch Synchronisation der Wiedergabe auf verschiedenen Geräten über Prime Video gemeinsam gestreamt werden. Nach Ansicht des Klägers war die Beklagte zu den vorgetragenen einseitigen Vertragsänderungen auch auf der Grundlage ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht berechtigt. Der Kläger verlangt daher als Schadenersatz die Rückzahlung der von der Beklagten aufgrund der Preiserhöhung vereinnahmten Entgelte an die Verbraucher. Für die Verbraucher, die das teure Angebot nicht angenommen haben, begehrt der Kläger einen Schadensersatz in Höhe von mindestens des halben für die Nutzung des Streamingdienstes seit 5.2.2024 gezahlten Entgelts. Puh, das war eine schwierige Geburt, denn Gesetzestexte sind natürlich relativ kompliziert auch vorzulesen. Aber wenn du jetzt effektiv mitmachen möchtest, dann kannst du natürlich deine Rechtsansprüche offiziell geltend machen. Hierfür habe ich dir direkt in meiner Videobeschreibung den Link des Anmeldeformulars vom Bundesamt für Justiz reingepackt und hier erfährst du dann mehr. Natürlich wird es jetzt auch ein bisschen umständlich, denn hier musst du dich registrieren, um deine Ansprüche geltend machen zu können. Wenn aber die Sammelklage erfolgreich gewonnen wird, bekommst du dann deine Mehrkosten von 36 € pro Jahr zurück. Das ist jetzt natürlich nichts Weltbewegendes, was die Summe angeht, aber es geht wirklich einfach ums Prinzip, sich hier als Verbraucher nicht abzocken zu lassen. Und dieses Urteil, das ist natürlich dann auch für alle anderen Streaming-Dienstanbieter relevant, was dann bedeutet, dass auch die nicht machen können, was sie wollen. Man sollte jetzt sich nicht egoistisch einen Einzelfall vorstellen und sagen, naja, 36 €, alles klar. Aber man kann das wirklich mal hochrechnen. Sollten jetzt wirklich 1 Million Abonnenten dieser Sammelklage zustimmen, dann sind das 36 Millionen Schadensersatzzahlungen für Amazon Prime Video. Dazu kommen natürlich auch noch die Gerichtskosten und weitere Kosten und das ist schon ein richtiger Batzen Geld, der auch wehtut. Und ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Jetzt nach Einreichung der Klage, also das ist sozusagen Stand Ende Mai, Anfang Juni, habe ich persönlich festgestellt, dass Amazon Prime Video schon die Werbespots vor den Filmen reduziert hat und teilweise auch in den Filmen keine Werbespots mehr gesendet werden. Geht euch das genauso? Wo meiner Meinung nach aber absolut übertrieben wird, ist bei Freevee. Das ist ja wie gesagt so ein Bestandteil von Amazon Prime Video, wo du dir sozusagen dann direkt die Filme und Serien mit Werbung anschauen kannst. Da steht dann auch immer drunter mit Freevee. Aber das ist natürlich eine absolute Frechheit, teilweise 5 Werbespots in einer Stunde zu verpacken. Und das macht natürlich auch die Serie bzw. den Spielfilm, den du da schauen möchtest, total unattraktiv und irgendwann hast du die Nase voll und machst einfach aus. Da kann man natürlich auch wieder zum normalen Kabelfernsehen zurückgehen, weil das ist genau der gleiche Salat. Geht es euch genauso? Also wie gesagt, ob man hier gegen vorgehen kann, das steht noch in den Sternen, aber die einzige Antwort auf diesen Werbewahnsinn von Freevee ist natürlich einfach, diese Filme nicht anzuschauen. Dann refinanzieren die sich natürlich auch nicht, denn irgendwie müssen ja auch die Zahlen hier irgendwo dargelegt werden bei den Kunden. Also ich habe persönlich, wenn Freevee drunter steht, mache ich sozusagen die Serie bzw. den Film überhaupt nicht mehr an, weil ich genau weiß, ich werde hier mit lauter Werbung bombardiert. 5 Werbespots die Stunde und darauf habe ich wirklich gar keinen Bock und lass einfach Freevee komplett weg. Hoffen wir mal, dass es sich alles zum Guten wendet und auch wieder aufhört und man in Ruhe seinen Film und seine Serie werbefrei schauen kann, wenn man auch schon dafür bezahlt, was ja eigentlich beim normalen Menschenverständnis logisch ist. In diesem Sinne danke ich dir fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video. Denkt dran, wenn ihr Gedanken und Anregungen dazu habt, einfach hier rein in die Videokommentare und ich sage Tschüss, Bye bye und Winke Winke.